Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders. Wir gehen so langsam Richtung Weihnachten und wir haben mittlerweile auch schon wieder ganz viele Termine noch vorher zu erledigen, finden aber trotzdem gemeinsame Zeit, um hier noch ein paar Fragen zu beantworten. Aber Thomas, wir haben ja erst schon wieder was zu feiern, ne? Haben wir jetzt das 6. Modern Talking Album, also Thomas Anders Sings Modern Talking. Da sind wir jetzt auch wieder in den Charts. Das ist doch Wahnsinn. Also hallo erstmal an alle, die zuhören und so ein bisschen Zeitvertreib brauchen. Ja, in der Tat, es ist wirklich, das 6. Album ging auch Top 10, Platz 8 in die Charts und das ist für mich wirklich die Sensation. Und ich kann gar nicht genug Danke sagen an die ganzen Fans, die das halt eben auch, mit unterstützt haben, weil ohne die Fans wäre es ja nicht gegangen. Aber ich bin wirklich so überrascht, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir mit diesen 6 Alben, alle Alben Top 10 gehen. Und das ist schon unglaublich. Und jetzt, ich bin ja jetzt nicht so in der Recherche, bin ich ja nicht so drin, aber in der Tat war es so, dass wir mit dem Original, also damals in The Garden of Venus, sind wir, glaube ich, nur Platz 32 in die Charts gegangen. Und ich habe das jetzt auf Platz 8 geschafft. Das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz und hoffe natürlich, dass alle dann das auch mögen und sich anhören und die Sammlung jetzt bei den meisten schon komplett ist. Ja, die große Tour nächstes Jahr ist ja auch gut verkauft. Es gibt aber hoffentlich noch ein paar Tickets für alle, die sagen, wir würden das gerne auch sehen. Denn das ist ja dann auch so eine Szenerie, oder? Also das ist ja, du hast es ja schon so geplant, dass das irgendwie mehr wird als ein normales Konzert. Ja, das wird wirklich so eine Zeitreise. Das ist so unser ganz großes Thema, was wir uns vorgegeben haben. Dass wir sagen, es ist eine Zeitreise. Ich nehme die Menschen mit in die 80er, aber natürlich die Musik ist ja so, wie auf den Alben auch, ist der Zeitgeist der jetzigen Musik und da sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch drin sein und wir kriegen das wirklich toll hin. Also ich werde jetzt auch über die Feiertage auch noch halt eben mir Gedanken machen, wie wir es umsetzen können, was wir da machen, wie wir die KI einsetzen und das wird, glaube ich, es wird was ganz Spannendes. Bin da wirklich ein bisschen aufgeregt, weil es Du bist aufgeregt? Ja, sag mal so, weil es sind viele Dinge im Kopf und noch ist nichts richtig auf Papier geschrieben, also noch ist nichts richtig festgelegt, wie wir was machen und die Zeit fliegt dann immer so ein bisschen von einem davon, aber es wird, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Zeitreise, dass man sagt, ich habe hier einen ganz tollen Abend verbracht, ich war in den 80ern, bin aber trotzdem im Hier und Jetzt und ich glaube, so soll es auch sein. Ja, im Hier und Jetzt sind wir auch angekommen, wieder mit ganz vielen Fragen von euch, wo wir gesagt haben, so, wir müssen jetzt, bevor das Jahr zu Ende geht, bevor wir dann zu unserer Weihnachtsepisode im nächsten Monat kommen, oder das ist ja dann die letzte Episode für 2025, wollen wir auch nochmal ein paar Fragen beantworten. Und ich habe teilweise auch ein paar lustige Fragen und auch die Art, wie sie gestellt werden, habe ich mal rausgesucht. Herr Anders, Sie dürfen sich freuen. Ich lese das einfach mal vor. Es ist von Marion aus Burgla. Sie schreibt: Sehr geehrte Damen und Herren, bezüglich des Podcastes von Thomas Anders habe ich 2 Fragen an Herrn Anders. Beantwortet er alle Fragen wirklich ehrlich oder sagt er auch mal die Unwahrheit und erledigt er zu Hause auch noch Dinge selber oder hat er für alles Angestellte? Vielen Dank, Herr Anders. Welche Reihenfolge der Beantwortung hättest du denn jetzt gerne? Ja, erstmal, ob du die Fragen wirklich, ob du auch alles ehrlich beantwortest oder ob du auch mal die Unwahrheit sagst. Was ist das für eine Frage? Also, das ist die Marion aus Burgla, ja? Ja. So, also, Marion, ich bemühe mich natürlich immer, alles ehrlich zu beantworten. Also ich erfinde jetzt keine Geschichten drumherum oder weil das ist ja nun total dämlich, sowas zu machen. Also beantworte ich die Fragen
immer so, wie es auch passiert ist. Also deshalb muss man da jetzt nicht irgendwie, lügen oder irgendwie die Unwahrheit erzählen, weil dann macht es doch keinen Spaß. Das ist das eine. Und das andere, das war nochmal, ob ich zu Hause auch selbst was mache. Ja, ob du zu Hause überhaupt noch irgendwas selbst machst oder ob du für alles Angestellte hättest. Na also, ich dusche selbst, ich putze mir die Zähne selbst, ich will nicht weiter ins Intimleben gehen, also das ist schon, aber es gibt immer Dinge, die ich auch mache, die auch gemacht werden müssen, ganz klar, aber auf der anderen Seite hat man auch nun halt eben Menschen, die für einen arbeiten und ich hoffe, dass sie es gerne tun und weil ich auch ganz oft nicht da bin und deshalb habe ich zu Hause auch Angestellte, dass ich halt eben auch zu mir sage, ich nenne da oft gerne mal so ein Beispiel, wenn ich irgendwie von Shows oder sowas zurückkomme, möchte ich jetzt nicht unbedingt noch in den Garten gehen und irgendwie Unkraut beseitigen oder Rasen mähen oder sowas. Aber ich kann eines sagen, wirklich die meisten Dinge, die kann ich auch selbst. Also das ist wirklich so, dass ich sage, wenn es Not tut, könnte ich es auch selbst, nicht alles. Also ich kann jetzt keine Elektroleitungen verlegen oder sowas. Da hat man natürlich auch Handwerker, die kommen. Aber so die kleinen Haushaltsdinge, die kriege ich schon noch hin. Marion, wenn ich dazu auch noch was sagen darf. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Wir machen ja diesen Podcast, wo wir ja gesagt haben, hey, so nah kommt ihr Thomas Anders sonst nie. Und deshalb ist es ja auch so, dass wir aus seinem Leben erzählen und das ja so authentisch ist, wie es ist. Also deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, hier irgendwelche Unwahrheiten zu sagen, sonst bräuchten wir ja den ganzen Aufwand gar nicht machen. Nee, wir wollen euch ja mitnehmen hinter die Kulissen, um euch das alles zu zeigen. Also von daher, aber auch für so kritische Fragen gibt es natürlich die Modern Talking einfach anders Podcast-Tasse, schicken wir dir zu, liebe Mario. Aber es gibt jetzt nur eine Tasse, obwohl es 2 Fragen waren. Ja? Also es gibt eine Tasse. Ich habe noch eine Frage. Da wird zum Beispiel gefragt, ob es jetzt bei deiner Tour nächstes Jahr, Thomas, wenn man jetzt extra kommt, will seinen Onkel mitnehmen, wenn er den Zug setzt nach Frankfurt, weil der großer Fan ist. Es gibt ja einige Künstler, die verlosen ja mittlerweile auch Meet and Greets, oder was heißt, hat man schon immer gemacht. Wird es bei Thomas sowas auch geben? Fragt der Steve. Wird es also Meet and Greets geben während deiner Tournee? Ich glaube, die gibt es nur in Berlin. Ich glaube, die gibt es in anderen Städten nicht. Frag mich jetzt nicht warum. Das hat etwas mit der Logistik zu tun. So sagte mir der Tourneeveranstalter, dass das da nicht machbar ist. Keine Ahnung. Da habe ich mich noch nicht so drum gekümmert. Einfach mal dranbleiben und gucken. Einfach mal ins Social Media reingehen. Wenn es Meet and Greets gibt, dann werde ich das dort auch im Grunde ankündigen. Alles klar. So, Steve, weißt du Bescheid? Podcast-Tasse geht raus. Nächste Frage kommt von Oskar aus Travemünde. Wie fühlst du dich eigentlich wohler? Mit einem Duettpartner auf der Bühne oder alleine auf der Bühne? Das kann man nicht unterscheiden in wohl oder nicht wohl. Sagen wir mal so, es ist immer eine höhere Konzentration, wenn ein Duettpartner mit auf der Bühne ist. Weil man muss ja auch darauf eingehen, wie nicht was gesungen wird, das ist ja abgesprochen, aber wie der Duettpartner agiert. Also was er tut, wie er sich bewegt. Und das hast du natürlich nicht, wenn du alleine auf der Bühne stehst, sondern du bist einfach für dich selbst verantwortlich. Und du gehst halt eben deine Wege, die halt eben vorher mit der Kamera abgesprochen sind. Aber es ist einfach, 2 ist einer mehr. Das ist nun mal so, aber es macht genauso viel Spaß. Also man kann das jetzt nicht beantworten mit wohler, sondern das geht nicht, es ist... Es okay, ist anders. Also Oskar, haben wir Schwester gemacht. Ich hoffe, es hilft. Du kriegst auf jeden Fall auch die Podcast-Tasse. Nächste Frage von Svenja aus Graben-Neudorf. Du bist gefühlt so viel unterwegs. Jetzt mal ehrlich. Kochst du wirklich nach wie vor so viel selbst? Wann machst du das? Was war denn das letzte Gericht, das du zu Hause gekocht hast? Das kann ich dir sagen, das war das war vor 2 Tagen. Da hatte ich Lachs
aus meinem Kochbuch mit Blattspinatsalat und Orangenfilets und mit einem Orangendressing dazu. Und davor hatte ich, ein paar Tage vorher, habe ich eine Kartoffelsuppe gemacht. Weil ich stehe so um die Jahreszeit so auf Kartoffelsuppe und sowas. Mache ich ganz gerne. Also wenn ich zu Hause bin und wenn wir nicht essen gehen, dann koche ich tatsächlich zu Hause. Weil mir das viel, viel, viel besser bekommt. Und mittlerweile ist es auch bei Claudia so, als wenn man eben sich irgendwie was aus der Dose oder sowas macht, so Convenient Food, weil wir haben einfach festgestellt, dass wir die Geschmacksverstärker und die Haltbarkeitsstoffe eigentlich nicht so gut abkönnen mit unserem Körper und deshalb mache ich's frisch. Und diese Orangenfilets, die schälst du filetierst es, du machst es? Ja, das geht doch ganz einfach. Du fragst Und mich jetzt Kartoffeln so, schälst du fragst mich jetzt so, als wäre das jetzt irgendwie, müssen wir dafür studiert haben. Das ist doch ganz easy. Na, ich finde das eine ziemliche Prodelei, deshalb ich mache das ungern. Und Kartoffelschälen, also ich persönlich verteile ja auch gerne beim Kochen Aufgaben, ne, wo ich dann so sage, mein Sohn, so, du schälst jetzt die Kartoffeln, oder meine Frau darf quasi die Sachen schnippeln und vorbereiten und ich koche dann. Also ich teile immer gern so ein bisschen auf. Oder machst du das alles ganz allein? Meistens mache ich es alleine, aber je nachdem, wenn was kommt, ich meine, Claudia deckt meistens einen Tisch und sowas und dafür ist sie da, aber ich mach das eigentlich ziemlich alleine. Also, aber das ist doch nicht schlimm. Also nochmal, für mich ist Kochen, und das habe ich schon oft gesagt, schon so eine Art Meditation. Ich komme dann wirklich runter. Also ich koche dann sozusagen runter, ja? Also von dem normalen Arbeitstag oder sowas, dass ich mich einfach auf andere Dinge konzentriere und mal die Gedanken fliegen lasse. Und ich mache das in der Tat wirklich gerne. Stehst du auch so drauf auf dieses Einkaufen, auch Sachen einkaufen im Supermarkt oder auf dem Markt rauszusuchen? Ne? Ich bin da ja bei uns derjenige, der das alles einkauft von zu Hause. Und ich könnte das ständig tun. Ich kaufe ja oft schon Sachen, die wir eigentlich schon haben, kaufe ich dann nochmal, weil es mir so viel Spaß macht oder weil ich gar nicht mehr weiß, dass wir das da haben. Also ich bin so ein richtiger Supermarkteinkäufer. Ja? Ich auch. Ich mache das auch. Ich kaufe immer für das, was ich gerade koche. Das macht Claudia immer so wahnsinnig, weil Claudia sagt, Mensch, du kannst doch nicht so viel Pate, du musst nicht jeden Tag irgendwie dann in den Supermarkt laufen, wenn du kochen willst. Doch, weil ich muss, und Claudia sagt auch immer, ich gehe in den Supermarkt und streichel das Gemüse, ja. Ob es dann noch richtig frisch ist und sowas, und was ich halt eben abends dann verkoche. Aber das gehört für mich einfach dazu. Und du bist ja so ähnlich. Ja, ich seh das so wie du. Svenja aus Graben-Neudorf, das ist da bei Karlsruhe. Du kriegst also auf jeden Fall auch die Modern Talking einfach anders Podcast-Tasse, schicken wir dir zu. Danke für die Frage. Jetzt haben wir Frank aus Coburg. Wer sucht eigentlich deine Outfits aus? Hast du da einen modischen Berater oder ist das alles von dir auch persönlich ausgesucht? Also, das ist unterschiedlich. Also wenn man große Fotostrecken hat, das heißt, also wenn für ein Album oder für Videoproduktion was Neues gemacht wird, dann habe ich auch einen Berater, der halt eben für mich guckt. Dann kriegt er gesagt, es muss in die und die Richtung gehen, weil mir da oder auch Claudia zum Teil die Zeit fehlt, das zu machen. Das sind dann wirklich die Stylisten, die sich dann halt eben, das ist ihr Beruf und die haben auch überall Kontakte hin und dann ist es so, dass halt eben der Stylistin zu mir nach Hause kommt und dann sind da halt eben 25 verschiedene Anzüge und Jacketts und Schlag mich tot und Hemden und sowas. Das ist dann wie in der Boutique. Und dann suche ich mir meine 4, 5 Teile Outfits raus und der Rest geht wieder weg. Und aber andere Dinge, es ist so wie Claudia irgendwie, wenn sie mal am Gucken ist, sagt sie, das könnte ein tolles Jackett sein für einen Auftritt. Oder genauso gucke ich auch immer mal, wenn ich unterwegs bin, dass ich sage, ich habe dann und dann die Auftritte, das wäre ein schönes Styling, das könnte ich machen. Also das ist so eine Gemeinschaftsaufgabe von allen, die halt eben dran beteiligt sind. Und ich gucke dann auch schon immer, dass es auch halt eben jahreszeitlich passt. Ja? Also ich bin momentan bei einer Sendung
halt eben von Giovanni und die zeichne ich auf oder die ist aufgezeichnet und da guckt man schon, dass, weil die im Frühjahr erst läuft, dass man jetzt da nicht unbedingt so winterliche Sachen anhat. Das passiert schon, weil es ist für mich immer so ein bisschen befremdlich, wenn man irgendwie, und ich weiß ja, warum es so passiert, aber wenn du im Dezember irgendwie eine Fernsehsendung siehst und die Männer oder auch die Frauen sind da in so Sommerfummel, ja, wo ich denke, ist das schon so alter Tobak oder sowas. Also da achte ich schon drauf. Ja, witzig. Gibt's eigentlich auch so Sachen, wo du sagst, naja, das kannst du nicht anziehen, das hat's das letzte Mal schon an, das hast du da getragen. Ja. Oder notierst du auch sowas? Wird das protokolliert in deinem Kleiderschrank oder hängt dann da dran, da und da getragen? Ich meine, weil irgendwann verliert man doch einen Überblick. Das stimmt, aber nee, es sind einfach Sachen, es sind wirklich Sachen, die ich nur einmal fürs Fernsehen trage. Und dann trage ich sie halt eben hin und wieder nochmal auf der Bühne. Oder vielleicht auch, wenn ich im Ausland Fernsehen habe, dass ich dort anziehe. Aber es ist ganz selten, dass ich zweimal das Gleiche im Fernsehen anhabe. Also dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie groß mein Kleiderschrank, Ankleidezimmer und das ist jetzt schon in verschiedenen Schränken alles verteilt. Und ich verschenke dann noch ganz viele Klamotten. Und weil wieder Platz gemacht werden muss für was Neues. Wahnsinn. Also, Frank aus Coburg, diese Frage wurde ja jetzt sehr ausführlich beantwortet. Ja, also auch du kriegst die Tasse. Evelyn aus Itzehoe schreibt, wann bist du das letzte Mal Zug gefahren? Also mit der Deutschen Bahn. Man sieht dich ja immer nur im Flieger. Gute Frage. Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre her. Echt? Ja. Ja. Ich glaube, das war, keine Ahnung, 2021. Okay, da war sie ja auch nicht pünktlicher als heute, also von daher. Das ist und ich weiß auf jeden Fall so, das war eine Fahrt, da erinnere ich mich dran, das war eine Fahrt, da bin ich von Berlin nach Koblenz gefahren. Und zwar Folgendes, also wieder eine traumhafte Geschichte, weil es fing wirklich an in Berlin, das war im Winter, so richtig an zu schneien. Und ich als Vielreisender wusste dann genau, dieser Flugplan, wenn es sich jetzt hier zuschneit, kriege ich meine Maschine nicht. Also der Flug wird annulliert. Also dann lieber mal ganz schnell in den Zug. Also ich bin dann halt eben zum Bahnhof und habe mich in den Zug reingesetzt. Und es war natürlich so, dass das Bordrestaurant total überfüllt war. Der ganze Zug war total überfüllt. Ich habe noch einen Platz für mich bekommen und habe dann zu dem Schaffner gesagt, bitte, ich habe heute so gut wie noch nichts gegessen, ich habe Mörderhunger. Sobald ein Platz frei wird im Zugrestaurant, bitte mir Bescheid geben. Hat er dann auch getan. Und da waren wir schon kurz vor Köln. Und ich komme halt eben in das Zugbistro, so wie es ja heißt, glaube ich, auch heute noch. Und da wurde gesagt, wir haben gerade geschlossen. Das war natürlich Bombe. Und nicht einfach nur irgendwelche Salzstangen, die noch zu kriegen waren. Die habe ich mir dann halt eben reingepfiffen, weil ich echt Hunger hatte. Aber das war mal wieder so ganz typisch Deutsche Bahn. Ich weiß gar nicht, wer alles auf die Bahn schimpft, aber ich weiß gar nicht, wie die ihr Chaos irgendwann mal beseitigen wollen. Also ich war letztens mit der Deutschen Bahn gefahren und ich muss sagen, wir haben dann halt irgendwo ewig gestanden. Klar, gab wieder irgendeine Weichenstörung oder sonst was, mussten auch. Aber das Bier vom Bordrestaurant war top gekühlt, es war einwandfrei, also die Prioritäten sind da klar gesetzt, also von daher, ich lasse nichts auf die Deutsche Bahn kommen. Da sieht man mal wieder, wo es Kunstland Prioritäten sind. Ja, Hauptsache das Bier ist kalt genug. Ja, genau. Evelyn, weißt du Bescheid, kriegst jetzt also auch die Podcast-Tasse. Oh, jetzt wird's komplex. Das ist eine sehr komplexe Frage von Gary aus Leverkusen. Oh. Es wird ja aktuell über die Rente diskutiert. Wie ist das bei dir? Zahlst du auch in die staatliche Rente? Und was rätst du eigentlich, wie man sich fürs Alter am besten absichern sollte?
Kann die Politik eventuell von dir noch etwas lernen? Herr Anders. Ich bin jetzt jemand, der überhaupt nicht hier großartig der Politik Ratschläge machen will oder sowas. Also ich habe jetzt für mich nicht großartig Rentenkasse. Vielleicht habe ich irgendwo mal, als ich auch für Rundfunk moderiert habe, vielleicht wurde da irgendwas gemacht, aber ich glaube noch nicht mal. Also ich muss für mich, für meine Rente, für mein späteres Auskommen selbst sorgen. Also dafür habe ich nur mein Vermögen. Jetzt habe ich eben das Glück, dass ich halt eben Vermögen anhäufen konnte und dass das, so wie es auch aussieht, bis ans Ende meiner Tage reicht, dass ich mir keine Gedanken machen muss. Aber es ist einfach schwierig. Das ist ja immer die Frage, wie viel verdient man? Also man soll schon versuchen, halt eben sich in eine Rentenkasse einzuzahlen, dass irgendetwas kommt, aber man soll sich nicht ganz drauf verlassen. Ich glaube, man soll versuchen, für sich irgendwie privat, und wenn das nur, kommt ja aufs Alter an, kommt ja auch auf die Einkommensklasse an. Also wenn ich sage, und wenn ich nur 20 Euro im Monat, ich bin jetzt 25 als Beispiel und ich lege mir 20 Euro oder 25 Euro im Monat immer wieder zurück für die nächsten Jahre und muss mich selbst informieren, für was ich da einzahle. Und dann kann man einfach nur darauf hoffen, dass es dann auch am Ende, nach dem Berufsleben, dass dann auch etwas übrig bleibt und dass man das ausgeschüttet bekommt. Ich kann da jetzt keine Pauschalgeschichte machen. Weißt du was, ich kann jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt in Aktien investieren. Da musst du auch erstmal das Geld haben, um in Aktien zu investieren, ja. Das geht, ich kann nicht sagen, ihr müsst euch Immobilien kaufen. Da brauchst du erstmal das Geld, um die Immobilien zu kaufen. Also ich gehe jetzt mal so vom kleinsten Nenner aus. Ansonsten ist es natürlich so, dass Immobilien halt eben auch also immer eine Top-Lage, eine Stabilität haben, eine Wertstabilität, und am Ende des Tages ist es aber immer ein bisschen mit Risiko behaftet. So ist es nun mal. Ja, also Gary, Podcast-Tasse kommt. Ich habe mir diese Frage, die jetzt kommt, habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, Herr Anders. Das ist also Birgit aus Montabaur. Es ist wirklich eine Frage. Ich muss sagen, Respekt. Also das ist das Beste, was wir bisher hatten. Oh. Ist auch ehrlich. Also das finde ich schon. Also, okay, ich lese es einfach vor. Ich habe eine Frage, die sich wahrscheinlich sonst keiner traut, aber für viele bist du ja ein unerreichbarer Star, der letztendlich auch nur Mensch ist. Ich mache es kurz. Jetzt kommt's. Jetzt, wenn du schon so lachst. Ich mache es kurz. Was ziehst du nach dem Duschen zuerst an? Die Unterhosen oder die Socken? Moment. Nach dem Duschen trockne ich mich zuerst mal ab. Ja, gut, das denke ich auch, ja. Also das ist klar. Ich kann aber Folgendes sagen. Es ist auf jeden Fall die Unterhose, weil ich so gut oder ganz, ganz selten Socken trage. Ich trage fast das ganze Jahr über gar keine Socken. Stimmt, das kann ich bestätigen. Also nicht, dass er zuerst die Unterhose anzieht, aber dass er selten Socken trägt, das kann ich bestätigen. Ja, das ist tatsächlich so, weil ich habe Socken, also so ist es nicht. Aber ich habe im Winter ich habe gerne auch so fellgefütterte Schuhe oder sowas, und wenn es dann so barbarisch kalt ist, dann trage ich schon mal Socken. Aber so im Normalfall habe ich ganz selten Socken an. Also ist es automatisch die Unterhose. Da ich nie ohne Unterhose gehe, habe ich die auch dann immer an. Also, Birgit, Chapeau, danke für diese Frage. Damit hätte keiner gerechnet, das muss man schon sagen. Also weder ich noch Herr Anders hätte mit dieser Frage gerechnet. Was ziehst du zuerst an, die Unterhosen oder die Socken? Aber ich hätte mal eine Gegenfrage. Was zieht sie zuerst an? Den Schlüpper oder den BH? Ja, Schlüpper oder BH. Ja, Birgit, kannst du uns ja mal schreiben bei Gelegenheit. Ja. Und wenn ihr noch Fragen zur Unterwäsche habt oder generell Fragen über das Leben. Als her damit, immer rein. Ja. podcast@thomas-anders.com nehmen wir also gerne entgegen. Vielleicht habt ihr ja auch einen Wunsch oder eine Idee, was wir denn in unserer letzten Podcast-Folge noch beantworten sollen oder machen sollen. Was würdet ihr gerne hören? Was würdet ihr gerne wissen?
Was wollt ihr erleben? Inspiriert uns gerne. podcast@thomas-anders.com. Und wie gesagt, wenn ihr ja Fragen stellt, ihr bekommt dann immer auch die Podcast-Tasse zugeschickt. Und nein, nicht pro Frage, sonst könnt ihr euch ein ganzes Tassenareal gründen. Nein, ihr kriegt also immer nur eine Tasse, auch wenn ihr jetzt 2 Fragen stellt. Das, und ansonsten... Ja, ansonsten habe ich das letzte Wort. Ja, wie immer, Anders, natürlich. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir konnten wieder so ein bisschen was aufklären, zumindest Socke, Unterhose. Da wisst ihr jetzt schon mal wieder genauer Bescheid. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns dann auf jeden Fall nochmal in diesem Jahr. Bitte nicht verpassen, morgen einzuschalten. Florian Silbereisen, das Adventsfest der 100.000 Lichter. Da bin ich auch zu Gast und ich bin auch noch, ich glaube am 10. Dezember im MDR bei der Carrera-Skala. Also da kann man mich auch im Fernsehen sehen. Und bis dahin sage ich eine ganz, ganz tolle Zeit. Bleibt gesund und fühlt euch gedrückt. Bis dahin. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.